Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe mein Lian Li O11 Dynamic Gehäuse gegen ein Johnspo D30 Gehäuse eingetauscht. Der eine oder andere von euch wird sich jetzt die Frage stellen, warum macht man denn sowas? Es ist aber ganz einfach. Ich wollte an meinem Arbeitsplatz mehr Fläche zum Arbeiten und gleichzeitig einen unauffälligeren Computer, also weniger RGB. Nicht falsch verstehen, das Gehäuse von Lian Li finde ich immer noch eins der schönsten und durchdachtesten Gehäuse auf dem aktuellen Markt. Ich habe den Großteil meiner vorhandenen Komponenten wie die Grafikkarte, das Mainboard und das Netzteil übernommen. Sie sind zwar nicht auf dem aktuellen Stand, aber immer noch sehr leistungsstark und für mich vollkommen ausreichend. Aus diesem Grund habe ich nur die Wasserkühlung und die Lüfter getauscht. Ich habe von der NZXT Wasserkühlung Kraken Z73 auf die Kraken Z53 gewechselt, da die alte Wasserkühlung mit den 360 mm Länge keinen Platz mehr im Johnspo D30 Gehäuse hatte. Daher dachte ich, ich nehme auch leistungsstärkere Lüfter wie die E-Loops von Noiseblocker. Den 120 mm Lüfter habe ich auf die Rückseite des Gehäuses gesetzt, um die kühlere Luft von außen nach innen in das Gehäuse zu bekommen. Das hatte ich nämlich beim Lian Li Gehäuse nicht. Unten habe ich die 140 mm E-Loops von Noiseblocker verbaut. Sie sollen die Grafikkartenlüfter so unterstützen, damit noch mehr kühlere Luft in das Gehäuse transportiert werden kann. Das Tolle an den 140 mm E-Loops Lüftern ist, dass sie nicht 25 mm, sondern 29 mm dick sind. Ich gehe davon aus, dass dadurch noch mehr Luft bewegt werden kann. Spätestens beim Einsetzen des Netzteils hatte ich schon so ein komisches Gefühl, dass die ganze Geschichte innen doch sehr eng werden könnte. War aber immer noch sehr optimistisch, dass mein Plan funktioniert. Zudem dachte ich mir noch, dass das Netzteil eventuell auch noch ein bisschen Wärme aus dem Gehäuse befördern könnte. Wenn man die beiden Gehäuse nebeneinander stellt, sieht man schon einen ordentlichen Größenunterschied. Und somit wurde mir klar, dass ich den geplanten Gehäusewechsel nicht richtig durchdacht hatte. Aber erstmal weiter. Um den Radiator voll ausnützen zu können, habe ich zusätzlich meine Acrylglas-Shrouds verbaut. Mit diesen 6 mm dicken Shrouds habe ich so viel Abstand gewonnen, dass durch die komplette Fläche des Radiators die Luft strömen kann. Auch dort, wo die Motoren der Lüfter die Lamellen normalerweise verdecken. Das gleiche gilt natürlich auch für hinten für die Gehäuserückseite. In beiden Fällen kann man so die Geräuschentwicklung der zirkulierenden Luft reduzieren. So schaut übrigens das Trauerspiel des Lian Li Gehäuses während des Umbaus aus. Hier kann man noch einmal gut mein gelungenes Experiment erkennen, den CPU und die Spannungswandler von hinten zu kühlen. Das Video dazu verlinke ich euch noch einmal oben rechts und unten in der Beschreibung. Die CPU wurde beim Einbau in das Lian Li Gehäuse nicht geköpft. Schon damals war mir eher wichtig, dass die Temperaturen der Grafikkarte gut sind. Also habe ich den originalen CPU in das Johnspo Gehäuse übernommen. Im Nachhinein gesehen würde ein Köpfen aber jetzt durchaus Sinn ergeben. Zusätzlich habe ich die Seitenscheibe noch mit einer 70%igen Tönung so verdunkeln lassen, damit man nicht in das Innere des Gehäuses sehen kann. Trotzdem ist der beleuchtete Arbeitsspeicher und das NZXT-Display noch immer gut erkennbar. Wenn man ein kleineres Gehäuse verwendet, muss man mit höheren Temperaturen rechnen. Logisch. Das Problem ist aber, dass der Unterschied in meinem Fall doch sehr groß ist. Bei leistungsstarken Spielen wie zum Beispiel Escape from Tarkov lagen die Temperaturen der Grafikkarte im Lian Li Gehäuse mit der größeren Kühlung so bei ca. 63 Grad. Jetzt mit dem Johnspo Gehäuse und der kleineren Kühlung liegt die Temperatur bei ca. 80 Grad und das ist für mich persönlich viel zu viel. Vielleicht könnte ich mit den Temperaturen noch leben, aber die Lüfter drehen teilweise so hoch, dass es unangenehm laut wird. Nun stellt sich mir die Frage, was machen? Fakt ist, dass der Umbau zu einem kleineren Gehäuse keine gute Idee war. Es funktioniert alles einwandfrei und die Temperaturen des Computers sind auch noch so okay. Aber die Lautstärke, mit der kann ich mich nicht anfreunden. Naja, mal sehen, was mir noch dazu einfällt. So Leute, das war's schon wieder. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!